Hallo, Hallo. schön, dass du da bist. Noch. Denn wir reden heute über angepisst sein. Ja, nicht, dass du angepisst bist, vielleicht sind wir ja auch angepisst. Ja, und vielleicht auch so ein bisschen aufzeigen, was man machen kann. Und ich finde, das Wichtigste ist der erste Teil, weil zu verstehen manchmal, was das ist, dieses Angepisstsein, das ist manchmal schon die halbe Arbeit. Also manchmal müssen wir das auch verstehen, Ja. was eigentlich passiert mit uns, dass wir das verändern können. Ne? Ja. Das ist wie so, du durchschaust den Mechanismus vom Angepisstsein und damit kannst du ihn besser loslassen oder immer wieder, wenn er kommt, loslassen oder wegschicken oder rausgehen aus dem. Ja. Ich habe auch das Gefühl, das Schwierigste ist oder das Schlimmste ist, wenn wir das als Normalzustand sehen. Ja. So gar nicht mehr so hinterfragen. Ja, das Leben ist halt so. Ne? Ich nerve mich halt über, dass ich den Bus verpasst habe oder dass ich zu wenig Geld auf dem Konto habe. Das ist eine grundsätzliche Wahrnehmung, die eigentlich mangelausgerichtet ist. Also wir sind wie geprägt davon, das wahrzunehmen, was falsch ist oder was nicht gut ist. Und das ist eine ganz starke Abhängigkeit, also eine Sucht dahin. Ne? Ich würde fast sagen, also für mich fühlt sich das immer so an, als ob sich so ein Schleier davor schiebt vor das normale Leben. Also man könnte sagen, so die normale, neutrale Wahrnehmung nimmt alles wahr. Das Schöne genauso wie das Nicht-Schöne. Dass es vielleicht heiß ist und dass hier Mücken sind, genauso wie aber, oh mein Gott, die Palmen sind schön und so. Ne? Und wenn aber dieses Angepisstsein kommt, schiebt sich wie ein Schleier vor und ich kann das Schöne nicht mehr wahrnehmen. So schön es ist, aber das andere ist wie stärker. Ja. Und das sieht man oft gar nicht. Also man kriegt das nicht mit, dass sich dieser Schleier vorschiebt. Man kriegt das nicht mit, dass man eigentlich wie so die Wahrnehmung verengt und im Grunde nur noch auf die negativen Sachen guckt und reagiert. Weil es halt eine ganz starke körperliche und mentale Angewohnheit ist. Also die ist wie so tief verwurzelt, könnte man sagen. Viele Jahre, wo man konditioniert worden ist, auf das Negative zu gucken. Zum Beispiel in der Schule lernt man. Also jeder Fehler wird korrigiert, jeder drauf wird gezeigt. Wenn man eine neue Sprache lernt, alles, was man falsch sagt, da. Also unsere ganze Gesellschaft ist eigentlich so geprägt auf die Fehler sehen. Und dann fragt man sich, warum so viele Menschen depressiv sind oder einfach Angst haben, noch rauszugehen oder das Leben irgendwie in Freude, wie so gar nicht mehr so empfinden können, weil wir das so drin haben, so gewohnt sind, Auf den Mangel so zu gucken. auf den Mangel zu schauen. Ne? Ja. Und wir können sagen, auf eine Art ist es ein gesellschaftliches Problem. Wenn wir das abändern würden, müssten wir von klein auf irgendwie gucken, dass das Schulsystem anders ist, dass die Arbeitswelt anders ist, die Familien unterstützender sind und nicht so gegeneinander sind oder irgendwie runterdrücken in der Hierarchiestufe bei mehreren Geschwistern. Ne? Also, aber das können wir nicht. Wir können ja nicht, also wir können das machen, Das würde dauern. aber es würde dauern. Ich würde sagen, dauern. Ne? Also ist jetzt für uns eigentlich so die Frage, okay, wie können wir uns eigentlich deprogrammieren? Das ist eigentlich so, wie können wir uns deprogrammieren von dieser Mangelwahrnehmung zu einer Wahrnehmung, wo wir eigentlich darauf hinweisen, die neutral ist. Wir wollen gar nicht diesen riesen Schwung in diese positive Wahrnehmung, dass wir dann nur noch so gucken, oh, was ist positiv? Ah, da ist was Schönes und da ist was Schönes und so. Sondern am reichsten werden wir beschenkt durch eine neutrale Wahrnehmung, indem wir eigentlich das Leben so entfalten lassen. Mal ist was Schönes da und dann entsteht Freude und mal ist was Negatives da und dann entsteht Ärger oder Anstrengung. Ne? Und beides will einfach kommen und gehen.
Und diesen Mechanismus, den können wir schneller lernen, als die ganze Gesellschaft zu ändern oder unsere Eltern dafür verantwortlich zu machen, was wir gelernt haben. Ja? Wir müssen eigentlich lernen, wieder zu fließen im Leben. Wenn was Schönes kommt, dieses Schöne auch, das ist halt auch mega schwer eigentlich, ne? Das Schöne überhaupt wieder zu fühlen oder zuzulassen oder so. Zu genießen. Ne? Ja. Dass man wirklich so, boah, das füllt mich jetzt. Dass man wieder Liebe spürt oder Freude spürt. Und ich finde es halt auch, ich finde es mega hart. Also wenn wir im Leben schon Glück erfahren haben, Happy-Momente, dann ist wirklich so eine Sucht da. Ne? Ich will, oh, das war doch so schön, ich will das wieder. Und es ist mega hart, wenn es dann wieder runtergeht oder irgendwas passiert, was sich nicht gut anfühlt. Und wenn du wieder happy sein willst, dann ist es wichtig, diesen Mechanismus zu durchschauen und zu gucken, wie du wieder rauskommst aus dieser Negativität oder aus diesem Festhalten und Sammeln von diesen negativen Sachen, dass du dein Happiness auch wieder erleben kannst. Ja, dass du eigentlich die Kapazität hast, beides loszulassen. Ne? Die schönen Momente, die werden wiederkommen, genauso aber wie die negativen Momente. Also das Gesundsein und das Kranksein. Das ist so, wir können nicht irgendwie am Gesundsein festhängen. Aber genauso, wenn wir krank sind, wenn wir nur das Kranksein haben und das so stärken, können wir eigentlich das Gesunde und das Neutrale und das Andersfühlende, was im Moment da ist, wir geben dem keinen Raum. Und was wir machen, ist, wir begrenzen eigentlich das Leben. Ne? Also angepisst sein ist auch immer eigentlich ein Begrenzen von deiner Wahrnehmung. Und in diesem Zustand vom Loslassen ist immer alles da. Es ist alles, was tatsächlich wie so da ist, ist da. Und das Festhalten passiert viel, viel weniger. Und in diesem Loslassen erfährt man viel mehr Freude, erfährt man viel mehr Stille, viel mehr Liebe und viel mehr Lebendigkeit, die einfach auch da ist. Aber wenn Schmerz da ist und wenn Negativität da ist, spürt man auch das mehr. Also man fühlt mehr. Ne? Und vor diesem Fühlen haben wir irgendwie wie so Angst, aber es ist der einzigste Weg eigentlich zurück, weil der Zustand, deshalb eigentlich zurück, der Zustand von dieser freien Wahrnehmung, den haben wir schon als Kind auch gehabt. Wir haben einfach geschrien, wenn was gewesen ist und wir sind sofort wieder happy gewesen, wenn was anderes gewesen ist. Also wir haben diese schnelle Hoch und Runter und so haben wir gehabt. Und als Erwachsener ist das trotzdem auch ein Schlüssel. Die Ausschläge werden nicht mehr so sein wie bei einem Kind, aber man fühlt das Leben. Und mit jedem Fühlen lässt man wieder ein Stück weiter los. Und deshalb ist es einfach eine Chance für dich auch, dich damit zu befassen und vielleicht dem Loslassen eine Chance zu geben. Und das vielleicht mal wirklich zu hinterfragen oder bei dir selber zu gucken, ob du das merken kannst, dass wenn du gerade sowas erlebst wie sehr viel Negativität oder sehr viel Angepisstsein in deinem Leben, ob du vielleicht sogar merkst, wie eng deine Wahrnehmung ist oder was es machen würde, du würdest deine Wahrnehmung wieder größer werden lassen und das Leben richtig sehen, also auch andere Sachen wahrzunehmen als nur die, wo die Wahrnehmung im Moment gerade drauf geht. Oder wenn du gerade mega unangenehme Gefühle hast, die einfach wirklich mal zuzulassen und wirklich zu fühlen und sich nicht davor zu wehren, sondern okay, ich fühle das jetzt, ich nehme mir mal die Zeit, ich mache vielleicht eine Körpermeditation oder eine Meditation. Wir haben auch ganz viel auf unserem Kanal Meditationen, die helfen, dass wirklich diese Gefühle zu fühlen, die zu bewegen. Und du wirst merken, wenn du dich dem widmest, wird sich das verändern und es wird dir helfen, wenn du mit dem Körper arbeitest, so rauszugehen. Also das ist wie so, diese Energie, wir sagen das ja manchmal so, ist wie so, Gefühle sind manchmal wie eine Energie und wenn die so
hockt, wenn die so verhockt ist, so fest ist, hat man das Gefühl, nee, da ändert sich Dann geht nichts. es halt in Mind. Ne? Es geht in den Mind, es fühlt sich einfach nur eng an und alles fühlt sich scheiße an und ich bin einfach angepisst. Aber wenn du anfängst zu gucken, wo fühle ich das Angepisstsein im Körper, was ist wirklich, was läuft schief in meinem Leben, was geht mir auf den Nerv und du lässt diese Wut oder vielleicht ist auch was anderes da, Traurigkeit oder Schmerz, du lässt das zu und bewegst das im Körper, drückst es aus, vielleicht auch mal durch die Stimme, dass du mal in ein Kissen schreist, wirst du merken, dass diese Energie sich bewegt und verändert und die kann einfach nicht bleiben, wenn sie in Bewegung gebracht wird. Und vielleicht ist es Zeit, das mal auszuprobieren. Ja. Wir verlinken dir mal Ja. eine Playlist mit den Meditationen und probier es mal aus und schau, wie du das Fühlen eigentlich wieder lernen kannst. Ja? Von jedem Gefühl und dann auch merkst, wie es aufsteigt und wieder geht und sich wieder auflöst und so. Und das, was dann übrig bleibt, das ist eigentlich diese freie, große Wahrnehmung, wo das Angepisstsein und das Glücklichsein wie so beides Platz hat. Ja. Und das wäre schön, wenn du das zu Hause von dem entdeckst. Alles Liebe dir. Alles Liebe.